Guck mal hier bereite ich mir gerade ein Mittagessen zu mit dem brandneuen Thermomix TM7. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, das ist doch hier ein Tech-Channel, wieso redet der jetzt über Essen kochen? You haven't forgotten. Thank for that. Ja, ich würde hier mal die rasante These aufstellen, dass die Thermomix-Geräte inzwischen zu den wichtigsten Consumer-Tech-Produkten aus Deutschland gehören. Weil das sind schon lange keine reinen Küchengeräte mehr. Guckt allein mal hier, wie viel größer in den letzten 3 Generationen das eingebaute Touchscreen-Display geworden ist. Und ja, ich finde es auch ein bisschen witzig, dass Hersteller Vorwerk die erste Präsentation des TM7 im März ja so inszeniert hat wie eine Apple-Keynote. Und ja, das Teil weckt halt Emotionen und ist aber auch wirklich extrem erfolgreich. Laut Hersteller Vorwerk wurde der Vorgänger TM6 seit der Einführung im Jahr 2019 mehr als 8 Millionen Mal verkauft. Und das Ding kostet 1500 €. In diesem Video werde ich als jemand, der nicht wirklich gut kochen kann, mir ein erstes Urteil darüber bilden, ob ich mit Hilfe des TM7s ohne jedwede Kochskills irgendwas Ansehnliches zu essen zustande kriege. Ganz ehrlich, ich bin da selbst sehr gespannt drauf. Ich habe natürlich auch noch kompetentere Kochkollegen dabei, nämlich Lukas und Alex, und die können dann auch beurteilen, was der neue TM7 besser kann oder schlechter als die Konkurrenz und die Vorgängergeräte. Und jetzt auch nochmal für diejenigen von euch, die wirklich noch nie was von Thermomix gehört haben. Das sind Geräte, die Lebensmittel sowohl zerkleinern und mixen, als auch erhitzen und anbraten können. Es ersetzt also im besten Fall etliche Einzelgeräte, also Standmixer, Dampfgarer, Waage, Zerkleinerer, also Foodprozessor sozusagen, Kochtopf, Rührgerät, Eismaschine, Joghurtbereiter, Reiskocher, Slowcooker, Sous-Vide-Gerät. Ja, und die große Frage ist natürlich jetzt nicht nur, für wen lohnt sich sowas, sondern natürlich auch, wenn man schon einen TM6 hat, was kann der TM7 dann besser? Dafür haben wir schon mal so eine Tabelle hier vorbereitet, wo man die relevanten Veränderungen auf einen Blick sieht. Klar, schwarzes Gehäuse statt weiß und silber, auch nicht mehr dieses klobige Urnendesign des TM6. Außerdem ein viel größeres Tablet als vorher, das auch deutlich schwupsiger laufen soll als beim Vorgänger. Viel leiser soll der TM7 sein und man kann das Teil jetzt auch oben offen lassen, wenn es kocht. Das hat aber natürlich auch Nachteile, denn beliebte Zubehörprodukte wie Wundermix, Wunderslicer und Wundercentic, Saft Pro und der Vorwerk Gemüsestyler funktionieren nicht mehr. Außerdem ist ein großer Kritikpunkt auch das für die Rezeptdatenbank Cookidoo erforderliche Abo, das 60 € im Jahr kostet. Wir gehen all diesen Sachen mal auf den Grund. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ja, der Thermomix TM7 verspricht, das Kochen super einfach zu machen, quasi alles automatisch. Wäre das nicht schön, wenn es das für Spam-Schutz und Schutz gegen Identitätsdiebstahl auch gäbe? Ja, da kommt Incogni ins Spiel, die sponsern dieses Video. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Händen von Datenhändlern befreit. Ja, von diesen Händlern gibt es leider viele, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Servereinbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Falls ihr euch mal wundert, warum in Spam-Mails euer voller Name steht, ja, womöglich gekauft von diesen Datenhändlern. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsst ihr die halt jede Firma einzeln anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus Hunderten von Datenbanken. Hier, so sieht das dann aus. Wenn da Suppressed steht, ist es am besten. Das bedeutet nämlich, dass ihr bei diesem Datenhändler auf der nie wieder irgendwas speichern Liste seid. Und das ist doch nice. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Werbung Ende. Ja, und dann war ich auch schon in Hamburg im Vorwerk Store am Jungfernstieg. Und da konnte ich dann den TM7 bespielen. Obwohl das Gerät zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich gestartet war und auch noch nicht die finale Softwareversion drauf hatte, war ich echt positiv überrascht, als ich alles selbst testen durfte, was ich wollte. Also da wurde ich von nichts abgehalten. Also auch sowas wie oben den Deckel während des Kochvorgangs aufmachen, das Display mit total nassen Fingern betatschen oder ausprobieren, wie gut der interne Reinigungsmodus nach dem Kochen von klebrigen Dingen funktioniert. Alles kein Problem. Ja, und was ich da gemacht habe, das ist das, was Vorwerk intern so schön oldschool als Erlebniskochen bezeichnet wird. Das ist also quasi die User Experience, die man hat, wenn man einen Vorwerk-Kundenberater einlädt und die oder der dann das Gerät vorführt. Ist aber nicht mehr so wie früher bei den Staubsaugern. Man kann so einen Thermomix zwischen auch einfach online kaufen oder in den Vorwerk-Geschäften. In so einem war ich dann ja auch in Hamburg.
Naja, Erlebnis gekocht haben wir auf jeden Fall 2 Sachen. Einmal einen mediterranen Tomatenaufstrich und einmal indisches Kokosnussdal. Alles komplett angeleitet vom Thermomix TM7. Ja, möglich macht das die Rezeptdatenbank Cookidoo und da wählt man einfach aus, was man machen will. Dann kann man auch übrigens die Zutaten direkt bestellen über GetNow, Bringmeister.de, Rewe oder Amazon Fresh, je nachdem, was am Wohnort so vorhanden ist. Ja, und dann wählt man da halt Tomatenaufstrich auf dem Touchscreen aus und dann sagt der TM7, Öl reinkippen, 60 Gramm und dann sieht man dank der eingebauten Waage direkt, wie viel man da schon reingekippt hat und bei 60 Gramm schaltet der TM7 dann automatisch auf den nächsten Schritt um. Das ist eine neue Funktion, die kann man aber auch deaktivieren, also so, dass man immer selbst bestätigen muss, wenn es weitergehen soll. Ja, also dann noch Möhren, Zwiebeln, Butter rein, dann auf Go drücken und dann wird das im Topf automatisch kurz angebraten, dann nochmal 5 Sekunden zerkleinert und dann muss man den Topfinhalt kurz manuell mit dem mitgelieferten Silikonspachtel so nach unten schieben und dann nochmal Butter, Tomatenmark, Gewürze rein, 15 Sekunden pürieren und fertig. Ja, und das hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert und große Frage, wie das schmeckt. Okay. Das hat wirklich fantastisch geschmeckt. Ganz ehrlich, die Paste war noch warm, total frisch, schmeckt einfach, ja, leider geil. Ich habe mir da ehrlich gesagt 5 oder 6 Brotstücke vollgepackt mit dem Zeug. Hat mir gut gefallen. Aber dieser Aufstrich, das scheint mir auch so das Go-To-Ding zu sein, was auf den Erlebniskochen-Veranstaltungen benutzt wird, um die Leute zu beeindrucken, weil das halt wirklich richtig schnell geht und einfach ist und halt wirklich gut schmeckt. 8500 Bewertungen auf dem Cookidoo-Portal können nicht irren. Also direkt mal eine Zwischenbewertung hier. Also die Bedienung auf dem 10 Zoll Touchscreen funktioniert top. Die Schwuppdizität ist echt deutlich besser als beim Vorgänger TM6. Also auch wenn man schnelle Mobilgeräte gewöhnt ist, das ist dann, wenn man dann in die Küche zum TM7 kommt, keine schmerzhafte Umstellung mehr. Das Ding reagiert wirklich genauso flüssig wie aktuelle normale Technik. Ja, und sowieso das User-Interface, das gefällt mir tatsächlich ungewöhnlich gut für ein deutsches Produkt. Looking at You, Autohersteller. Also das hat auch so kleine visuelle Nettigkeiten, wie zum Beispiel diese Animation, wenn man den Mixtopf rein und raus macht oder den Deckel oben auf und zu macht. Das wird nicht nur vom Gerät erkannt, sondern man sieht dann auch so eine kleine nette Animation. Ja, und ich habe den Deckel auch mal mitten beim Pürieren aufgemacht. Dann wird das erkannt und dann stoppt das, bis man wieder zumacht und dann geht es automatisch wieder weiter. Wird auch auf dem Display angezeigt. Ja, und danach haben wir dann statt nur so ein Dip auch eine Hauptmahlzeit gekocht, nämlich indisches Kokosnussdal, auch aus der Rezeptdatenbank. Kleiner Hinweis vom Redakteurskino, das schreibt man mit Bindestrich-Vorwerk. Naja gut, also das hatte auf jeden Fall sogar noch weniger Arbeitsschritte als der Dip. Dafür dauerte der Kochvorgang mit 15 Minuten etwas länger, aber das hat auch richtig gut geschmeckt. Also halt deutsch gewürzt, das hätte ich jetzt für mich persönlich noch etwas abgeändert, aber wirklich gute Konsistenz und auch das ging beeindruckend schnell, fand ich. Und auch leiser, als ich gedacht hatte, also beim Kochvorgang hört man fast gar nichts. Ja gut, aber wenn die Messer dann losballern, das hört man schon. Aber man nimmt auf jeden Fall die Kunststoffummantelung wahr, bringt also was, dämmungsmäßig. Und die Ummantelung sorgt auch dafür, dass man den Mixtopf problemlos anfassen kann, während drinnen gekocht wird. 30 Grad haben wir gemessen, während drinnen gekocht wurde. Also gerade mal lauwarm. Und das sind beides, also sowohl die Lautstärke als auch die Möglichkeit, das anfassen zu können, das sind beides klare Verbesserungen gegenüber dem TM6. Achso, ich habe übrigens gefragt, außer dem Grundgerät darf wirklich alles, was da beim TM6 mitgeliefert wird, in die Spülmaschine. Gibt aber auch so Selbstreinigungsfunktionen, die ziemlich gut funktionieren. Hier seht ihr das mal nach dem Dahlkochen, vorher und nachher. Ich habe nur einen kleinen Tropfen Spüli reingetan. Ja, und nochmal zu diesen unterschiedlichen Kochebenen. Also man hat am Ende wirklich 3 unterschiedliche Ebenen, in denen man unterschiedliche Dinge kochen kann. Also einmal hier im Mixtop, zum Beispiel Soße, im Gareinsatz, vielleicht Reis und dann hat man hier oben noch den Varoma, so heißt dieser große Dampfgaraufsatz bei Vorwerk. Ja, da kriegt man 6 Stück Hühnerbrust rein zum Beispiel. Ja, und der Varoma-Aufsatz, der ist jetzt auch deutlich größer geworden als beim Vorgänger. Und alle diese 3 Ebenen können vom Thermomix automatisch angesteuert werden. Das heißt, im besten Fall sind alle Lebensmittel in den 3 Ebenen gleichzeitig fertig und können dann direkt serviert werden.
Mein Fazit. Boah, ich merke, dass ich heute in Hamburg so ein ganz bisschen in diesen Thermomix-Strudel reingezogen wurde. Also vor dem Erlebniskochen stand für mich ganz klar fest, dass ich nicht die Zielgruppe für ein 1550 € teures Küchengerät bin. Aber ein bisschen überlege ich jetzt, ne? Also ganz ehrlich. Die Frage ist für mich aber vor allem, ist das auch was für Leute mit funktionierenden Zähnen oder ist das schon so Püree fokussiert, was man damit gut machen kann? Die Vorwerk-Leute beteuern, dass man da auch ganz viele andere Sachen mitmachen kann. Sieht man ja auch in dieser Cookie-Do-Datenbank und auf den zahllosen Zeitschriften, die es extra für Thermomix gibt, was ich immer wieder erstaunlich finde. Also, wenn euch das interessiert, würde ich mich durchaus auf einen Langzeittest in meiner Küche einlassen, weil ich bin jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen hyped. Also, der mediterrane Tomatendip hat mich schon so ein bisschen angefixt, aber ich weiß halt auch wirklich nicht, wie regelmäßig ich das Ding benutzen würde. Das kann ich im Moment absolut nicht einschätzen. Da freue ich mich über meinen Job, dass ich das einfach mal ausprobieren kann. Sowieso finde ich das ganz interessant, dass es bei Thermomix ja einmal die Zielgruppe der, ich sag mal, Profi-Kochleute gibt, die damit so Sous-Vide-Zubereitungen machen und irgendwelche wilden Soßen und man kann damit auch fermentieren und solche Sachen. Ich sag mal, das habe ich bei mir jetzt im Moment nicht auf der direkten To-Do-Liste, aber tatsächlich spricht mich das als Kochanfänger auf jeden Fall an, dass mir das Teil einfach die ganze Zeit Sicherheit gibt und dass mir halt wirklich auch einfach, weil faul bin ich natürlich auch, dass mir das Ding auch wirklich Arbeit abnimmt. Also man hatte, finde ich, so ein bisschen diese zwei Pole von den Profis und den faulen Totalanfängern, für die das interessant ist. Vielleicht schätze ich das aber auch völlig falsch ein, muss ich mal wirklich intensiver ausprobieren. Ich war übrigens zuerst ziemlich erschüttert, dass bei so einem teuren Gerät die Rezeptfunktion namens Cookie-Do 60 € im Jahr kostet, also als Abo. Aber jetzt muss ich aber schon sagen, dass das alles schon einen sehr guten und gepflegten Eindruck macht, mit schönen Bildern und allem drum und dran. Also es wirkt liebevoll, was halt auf jeden Fall Geld kostet im Betrieb und ja, 60 € im Jahr. Muss man sich überlegen. Will man das auf jeden Fall nicht bezahlen, kriegt man auf jeden Fall immer noch 290 vorinstallierte Rezepte und das sind laut Vorwerk auch wirklich mit die beliebtesten. Also auch ohne Abo macht das Ding offenbar Spaß. Was für mich übrigens ganz klar ein Argument pro TM7 ist, das Ding sieht für mich viel besser aus als der TM6. Also ich weiß nicht, TM6, daher habe ich so einen Widerstand, mir sowas in die Küche zu stellen, aber TM7 ist cool. Ja, und jetzt noch wie versprochen die Einschätzung von Lukas. Also ich finde, der neue Thermomix ist jetzt endgültig ein Tablet mit einer Küchenmaschine dran. Und wenn Vorwerk dann noch KI-Funktionen per Update nachreicht, dann wird das Ding wirklich zu einem kleinen Küchencomputer, der dann Sprachsteuerung unterstützen soll und Rezepte per KI optimiert. Also allein schon die Reaktionsgeschwindigkeit des jetzt deutlich größeren Displays, sogar mit nassen Händen, das ist schon wirklich eine Verbesserung zum Vorgänger. Aber es bleibt halt der relativ hohe Preis. Ja, danke Lukas. Und Alex, was meinst du? Also ich fand es echt gut, wie leise das Gerät geworden ist. Gerade in niedrigen Stufen hört man fast gar nichts mehr. Und auch von außen bleibt es einfach schön kühl. Also man kann es einfach anfassen. Finde ich sehr schön. Bisschen ist halt immer noch der Preis die Frage. Das ist ja leider so ein bisschen der Nachteil von dem Thermomix. Und natürlich ist es letztendlich das Gerät von vorher, nur mit ein paar kleinen Verbesserungen. Ja, vielen Dank. Wie seht ihr das da draußen? Benutzt ihr schon Thermomix oder interessiert euch das gar nicht? Bitte gerne alles in die Kommentare schreiben. Wir lesen wirklich jeden Kommentar und natürlich gerne abonnieren und Daumen nach oben. Tschüss.